Hallo Internet, ich bin Marc Potocznik vom Animationsstudio Renderbaron in Düsseldorf und heute möchte ich mit euch ein Projekt teilen, auf das ich mich ganz besonders freue, denn es ist eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Comiczeichner Jan Michael Richter aka Yamiri. Und bei dem Projekt geht es darum, für sein nächstes Album, sein neues Comic-Album, den Titelschriftzug zu gestalten, zu designen in 3D. Und ich freue mich besonders über diese Zusammenarbeit, denn Yamiris Comics habe ich im Grunde schon seit der Studienzeit gelesen, in Medien wie Unicum, Spiegel Online oder aber eben seinen eigenen Bänden. Ich habe die Zeichenkunst dahinter bewundert und mich über Pointen und Gags ziemlich oft schlapp gelacht. Mit dem heutigen Video und 2 weiteren Videos in den nächsten Tagen möchte ich euch einen Einblick gewähren in den Entstehungsprozess dahinter. Heute zunächst einmal in das Modeling. Wie entsteht so ein Modell, so ein 3D-Modell und was hat es damit auf sich? Und das nächste Video in den nächsten Tagen befasst sich dann mit Materialien und Lichtgestaltung. Schlussendlich, wenn das ganze Projekt dann abgeschlossen ist, wird es noch ein Making-of geben, was etwas mehr in die Tiefen, in die Details, in den Nerd-Jargon der Software dahinter eintaucht, nämlich Maxon Cinema 4D, die 3D-Software, mit der ich diesen Titelschriftzug gestalte. Zunächst aber heute einmal das Modeling. Viel Spaß! Was man unschwer erkennen kann, ist, dass das Ganze als Leuchtreklame konzipiert ist, also Lichtwerbung von Buchstaben, die an einem Gerüst hängen und was man hier jetzt sieht, ist die mehr oder weniger langweilige Grundfassung, also die Grundmodule, die aus einem umlaufenden Profil und einer vorne und hinten abschließenden Blende bestehen. Und vorne, diese Blende hat Löcher. Wozu soll das gut sein? Weil eben natürlich Leuchtstoffröhren auch was mit Kabel und Elektrizität, schwieriges Wort, Elektrizität zu tun haben. Und diese Elektronik, diese Kabel, die wollen irgendwo durchgeführt werden und die Leuchtstoffröhren natürlich irgendwo verankert. Deswegen mache ich jetzt mal die Elektronikkomponenten an. Und was man jetzt sofort bemerkt ist, da ist natürlich jetzt ein unheimlich größerer Grad an Details vorhanden. Wir haben hier Kabel, wir haben hier Trafokästchen und der Gedanke ist so, dass eben pro Leuchtstoffröhre hier so ein Kästchen in der Gegend befestigt, nicht rumhängt, sondern befestigt ist mit Schrauben, an der vorderen Blende befestigt ist, dass 2 Kabel zu jedem Ende führen, ein weiteres Stromkabel in der Tiefe hier im Loch verschwindet. Ob das hier alles elektrotechnisch Sinn macht, sei mal sehr dahingestellt, aber es macht visuell Sinn, weil es eben schön den Detailgrad der ganzen Geschichte ordentlich erhöht. Und wie man sehen kann, folgen diese Kabel auch so einer gewissen Gesetzmäßigkeit, die hängen durch, die sind hier schlampig reingestopft in diese Vertiefung, die sind hier zu viel abgeschnitten und zwirbeln sich in der Gegend rum und die haben eine Verwindungssteifheit und Knicke und halten sich gegenseitig entweder durch so kleine Clips oder aber sind, wie hier zum Beispiel das dickere Stromkabel, von Clips in der vorderen Blende gehalten, an Ort und Stelle gehalten. Was man jetzt noch sehen kann, ist, dass es so natürlich für jeden Buchstaben durchdekliniert, genauso wie die Leuchtstoffröhren. Und die Leuchtstoffröhren, die sind auch nicht so ganz perfekt, die münden so ein bisschen holprig, oben hier mehr krumm und schief in ihren Mündungen und die verjüngen sich in der Mitte so ein bisschen. Also es könnte sein, dass das alles so ein bisschen der Baujahr 60er, 70er Jahre ist, diese Leuchtstoffröhren. Und ja, das passt ja eigentlich ganz gut zu dem Konzept der Leuchtreklame, die so ein bisschen desolaten Zustand hat. Man sieht hier die schlampige Kabelführung und wir haben ja auch noch ein paar andere Elemente in der Szene drin, nämlich als nächstes sogenannte, ich habe es mal so genannt, Aufsatzprofile. Und wenn man die mal anschaltet, dann erkennt man schon direkt, das Ganze wird, sagen wir mal, von der Linienführung stärker zusammengehalten. Es ist nicht nur optisch, sondern halt auch mechanisch ein Gehäuse im Grunde für diese ganzen Buchstaben hier.
Und dieses Gehäuse hat eben auch diese fiesen Falzkanten hier. Warum fies? Die sind ja mechanisch oder sagen wir mal handwerklich sicherlich logisch, sind aber ein bisschen fies zu modellieren gewesen, war etwas aufwendiger. Naja, aber diese Kante ist natürlich auch da, nicht nur um gut auszusehen, sondern auch um Acrylglas an Ort und Stelle zu halten. Und bevor wir zum Acrylglas kommen, noch etwas zur, sagen wir mal, dem Gewicht, visuelle Logik und mechanische Logik. Wir haben ja gesehen, Kabelführung hier ist wirklich nach Gusto. Und ob das jetzt genügend oder zu viel Kabel sind, weiß der Kuckuck, also ich weiß es nicht. Und wir haben eben die ganze Elektronik hier vorne auf dieser Blende, was eigentlich wenig Sinn macht, aber eben visuell viel interessanter ist, als wenn man das schön langweilig alles hinter die Blende packt. Also hier gilt visuelle Logik vor mechanischer Logik sozusagen. So, und ich sprach von den Falzkanten, die hier das Acrylglas an Ort und Stelle halten. Und wenn wir das Acrylglas mal anschalten, nämlich so, dann sehen wir, ja gut, klar, das ist natürlich das Element, was als erstes in den Eimer geht, nämlich Acrylglas. Und Acrylglas ist ja für den Außeneinsatz, hat es ja eine gewisse Flexibilität oder sagen wir Plexiglas meinetwegen, auf jeden Fall Kunstglas. Und das zersplittert natürlich ein bisschen großflächiger als normales Glas. Hier zum Beispiel Autoscheibenglas oder Onkel Peters Kristallglassammlung, die zerplatzen natürlich viel kleinteiliger. Deswegen sind diese Trümmer hier vom Draufkloppen, hier ist es ganz rausgefallen, natürlich großflächiger. Und das findige Auge wird auch feststellen, dass hier die Linien, mit denen das hier abgeplatzt ist, auch ein bisschen was mit der visuellen Logik wieder zu tun hat. Denn wenn man hier mal so eine Acrylglasscheibe ausmacht, sieht man, dass dahinter einiges an Elektronik und an Details verborgen ist. Und der Gedanke war so ein bisschen, ja Mist, das verstecken wir uns ja dann ja voll. Und da kommen wir wieder auf diese Rissführung, weil die Rissführung führt im Grunde so ein bisschen die Linienführung der Leuchtstoffröhren fort und lässt sie so ein bisschen, wenn man so will, man kann sie so ein bisschen fühlen hinter dem Glas. Das ist so ein bisschen das Konzept im übertragenen Sinne. Man kann es ein bisschen erahnen, man sieht diese ableitenden Linien der Risse quasi, die führen so ein bisschen die Linienführung der Leuchtstoffröhren weiter. So, das ist so ein bisschen das Konzept dahinter und Sinn solcher Risse ist auch, man sieht hier auch so eine schöne kleine Dötsch im Gehäuse drin, also dieses M hier, das hat richtig schön was in die Glocke gekriegt und wenn man das jetzt mal ganz grob rendert, mit einem einfachen Testmaterial, was rein reflektierend ist, dann sieht man, dass diese Risse natürlich auch schön zur Haptik des Ganzen beitragen. Hier sehen wir mal die Kabel und mal diese Bruchstücke, hier mal so eine Delle im M. Das ist alles im Spiel von Licht und Schatten natürlich noch viel interessanter. Und wir sehen uns jetzt mal eine andere Ecke noch an, vielleicht das R, und gucken uns das nochmal mit so einem einfachen Rendering an. Rendering ist der Prozess, der eben aus diesen ganzen Formen hier letztlich ein Pixelbild erstellt. Und das hier ist gerade das Rendering, diese Kästchen, die hier rumlaufen. So, man sieht im Spiel mit Licht und Schatten und natürlich auch Reflexion, wie gesagt, hier nochmal ein ganz einfaches Testmaterial, nur zur Reflexion, kann man eben sehen, dass hier ein schönes Hell-Dunkel-Layout entsteht. Man sieht hier helle Stellen und Licht- und Schattenreflexion. Und es wird alles sehr viel interessanter durch diese Details, die wir eben in den vorherigen Schritten hinzugefügt haben. Gucken wir uns noch ruhig nochmal hier die Ecke an. Vielleicht so. Und dann kann man schon ganz schön erkennen, wenn da jetzt noch Materialien hinzukommen, verrostetes Metall, schmoddriges Plexiglas, Verwitterungen, Dreck, was weiß ich, dann könnte das schon nett aussehen. Und ja, wollen wir es mal hoffen. Das sehen wir uns aber im nächsten Video an, wenn es dann eben um Materialien und Lichtgestaltung geht.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt den Gefällt mir Knopf und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Danke.